Du hörst den Podcast «So Long Covid», die 5. von 6 Folgen. Die 6 Folgen sind aufbauend. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fangst du am besten dort an. Guten Abend, geschätzte Fahrgäste. Das Regnuten in Basel auf Gleis 11 ein. Ausstiegsseite in Fahrtrichtung links. Heute steht ein Besuch am Universitätsspital Basel an. Ich glaube, da sollte es jetzt sein. Ich stehe vor einer grossen Metalltür. Man könnte fast schon sagen, Tor. Eine lustige Tür. Wie komme ich denn jetzt da rein? Ich sehe keine Türfalle, keinen Schalter. Und dann geht sie plötzlich von selber auf. Ja, das ist eine lustige Tür. Ich treffe Katrin Bopp, Fachärztin für Innere Medizin und Kaderärztin auf der medizinischen Poliklinik. Sie und ihr Team haben im 21. eine der ersten Post-Covid-Sprechstunden in der Schweiz gegründet. Sie mussten sehr lachen, als wir die Anfrage geschickt haben für das Interview, und zwar wegen dem Namen des Podcasts. Was ist da Geschichte dahinter? Dass wir unter diesem Titel unsere letzten Vorträge tatsächlich auch gehalten haben. Und dass ich das natürlich absolut spannend fand, dass es jetzt eine Podcast-Reihe mit dem gleichen Titel geben wird. Als Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde gibt Katrin Bopp regelmäßig Vorträge für andere Fachpersonen. Und da unter dem Titel «So Long Covid». Die Geschichte bei uns dahinter ist, dass ich mich eine Zeit lang mit Leonard Cohen beschäftigt habe. Und es gibt einen Podcast zu Leonard Cohen. Und der Titel, da war ein Bild von Leonard Cohen und dabei stand «So Long Covid». Zumindest habe ich das so gelesen. Und dann wurde mein Gehirn aufmerksam, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Warum ist da ein Bild von Leonard Cohen und Covid? Und dann wurde mir klar, ich habe für den Bruchteil einer Sekunde das, was ich gerade die ganze Zeit mache, nämlich mich mit Long Covid beschäftigen. Hat mein Gehirn einfach die Buchstaben gelesen, die es kannte. Obwohl da was ganz anderes stand. Da stand nämlich natürlich So Long Cohen. Der Katrin Bopp, ihr Gehirn hat aus So Long Cohen So Long Covid gemacht. Das ist etwas, was uns Menschen ständig passiert. Wir haben in der 3. Folge schon davon gehabt. Predictive Processing oder Coding nennt man den Mechanismus. Das ist evolutionär bedingt so. Unser Gehirn verbraucht relativ viel Energie. Und das ist ein Energiesparmodus sozusagen. Wenn es nicht jeden Gedanken neu zu Ende bringen muss, jede Sensation immer analysieren muss, dann sparen wir schon mal durch eine Vorhersage. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich besser schützen können, wenn wir in einer potenziellen Anstrengung oder Gefahr immer einen Schritt voraus sind. Unser Gehirn probiert ständig vorauszusagen, was wir als Nächstes sehen, hören oder eben auch spüren. Ausgehend von unseren Erfahrungen. Und dabei passieren aber quasi auch Fehler. Und genau das passiert auch bei neuroplastischen Symptomen. Das Gehirn rechnet mit einer Gefahr und schickt Symptome. Obwohl Körpersignale, die wir überkommen, eigentlich ungefährlich sind. Weil das Predictive Processing ihrer Arbeit mit Long-Covid-PatientInnen zentral ist, hat Katrin Bopp die kleine Verwechslung Cohen-Covid als Anekdote in ihre Vorträge eingebaut. Wir haben das dann mitgenommen in unsere Vorträge, um eben zu zeigen, wo das überall passiert und um einfach auch die Bedeutung dieses Satzes mit reinzubringen, weil es hat was von Abschied, so long, es hat was von, es ist unendlich lang, so long, und es hat aber auch was von so, long Covid. Jetzt lass uns mal reden. Das ist «So Long Covid», eine unabhängige Podcast-Serie. Ich bin Zita Bauer, Sozialanthropologin und Journalistin. Du hörst die 5. Folge «So Long Cohen». So, Long Covid. Lass uns mal reden. Und für das gehen wir ins Büro von Rainer Schäfert, Professor und Chefarzt für Psychosomatik am Universitätsspital Basel. Weil Long Covid so komplex ist, arbeiten sie am Unispital interdisziplinär. Und genau aus dem Grund haben er und Katrin Bopp das Interview zusammen machen. Wegen ihrer engen Zusammenarbeit über Abteilungen aus. Vor allem da eben auch bezogen auf die Sprechstunde für Long-Covid und mittlerweile auch allgemeiner für Fatigue-Patientinnen. Das ist für uns eine sehr wichtige Kooperation, in der wir auch ein Forschungsprojekt zusammen machen zum Thema Long-Covid. Das Team zu Basel ist Teil von einem gross angelegten europäischen Forschungsprojekt. Horizon Europe Long Covid. Das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Forschungsgruppen, VirologInnen, ForscherInnen, die Mausmodelle machen, ExpertInnen für Blutgerinnung und so weiter. Und wir haben da als Konsortium wirklich von allen Seiten diese Post-Covid-Syndrome untersucht. Und ich habe erwartet, wir werden was finden. Und ich bin immer noch überrascht, dass wir biomedizinisch fast nichts gefunden haben. Also keine eindeutigen, klaren Erklärungsmöglichkeiten.
Es gäbe nicht die eine körperliche Ursache für Long-Covid. Die wichtigste Nachricht ist, bis zum heutigen Tag gibt es nicht den einen Pathomechanismus, den man irgendwie messen könnte. Weder in der Bildgebung noch in der Blutuntersuchung. Es gibt unzählige Antikörper, die untersucht worden sind, die aber bei Gesunden genauso vorkommen oder deren Beseitigung die Symptome nicht beseitigt. Und ich glaube, diese Kontextinformationen sind für Betroffene, die sich ja in einem Meer von Informationen orientieren müssen, sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich ohne jemanden, der sich da in dem Thema auskennt, fast nicht möglich. Um all die Informationen aus Berichten und Studien einzuordnen und zu beurteilen, braucht es Fachwissen und Erfahrung. Krankheitsbilder von Long-Covid sind vielfältig. Man zählt bis zu 200 Symptome zu dieser Krankheit. Betroffene haben im Durchschnitt 12 davon. Das macht das Verorten vom eigenen Zustand noch schwieriger. Dazu kommen die unterschiedlichen Geschichten. Wir sehen in unserer Sprechstunde Betroffene, die in ihrer Geschichte, in ihrer Biografie Depression, Trauma, Angst, Autismus, ADHS, Burnout, Schlafstörung, Schmerz mitbringen. Wir sehen aber auch welche, die haben das nicht. Bei einer Krankheit und ihrer Genesung gibt es immer mehrere Aspekte. Neben körperlichen können auch psychische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel Einsamkeit oder finanzielle Sorgen. Das ist bei jeder Krankheit so. Auch bei einem gebrochenen Bein kommt es für den Verlauf darauf an, wie es uns geht und ob wir vielleicht gerade noch zusätzliche Belastungen haben. All diese Faktoren mit zu beachten, ist eine grundlegende Erkenntnis in der Medizin. Man redet vom biopsychosozialen Modell. Und wir haben bei denen, deren Depression im Verlauf besser geworden ist, aber gemerkt, die Symptome bleiben ganz oft. Und wir haben auch Patienten gehabt, die von diesen Faktoren, die wir Vulnerabilitätsfaktoren nennen, gar nichts hatten und trotzdem Symptome hatten. Obwohl man bei Long-Covid-Patientinnen strukturell nichts gefunden hat, hat es nicht gelangt, einfach die psychosozialen Faktoren zu behandeln, erklärt Katrin Bopp. Irgendein Puzzleteil hat ihnen noch gefehlt. Und du kannst dir vorstellen, was es war. Das neue Wissen aus der Neurobiologie und der modernen Schmerztherapie. Das war für uns ein ganz wichtiges Puzzleteil. Da hängt dann nachher Neuroplastizität des Gehirns mit der Theorie von Predictive Processing oder Coding ganz eng zusammen. Und dem nachzugehen, da mehr Wissen anzueignen, war für uns ein ganz, ganz relevanter Faktor, dass unser Erklärungsmodell zu dem werden konnte, was wir heute in der Sprechstunde erklären können. Sie haben am erwähnten EU-Forschungsprojekt mitgeschafft, haben sich mit internationalen KollegInnen austauscht, unzählige wissenschaftliche Papers gelesen, Kongress besucht und von PatientInnen gelernt. Und mit all dem ist das Team vom Unispital Basel zum gleichen Schluss gekommen wie die Expertinnen, die wir in der letzten Folge gehört haben. Dass bei einem grossen Teil der Long-Covid-Betroffenen neurobiologische Mechanismen eine wichtige Rolle spielen. Das Gehirn und das Nervensystem haben Krankheitssymptome erlernt. Und erlernt bedeutet in dem Zusammenhang auch nicht, ich habe Vokabeln gelernt, ich habe das aktiv gemacht, dass dieses Symptom kommt. Sondern es gibt Menschen, bei denen nach einem Ereignis, im Fall von Long-Covid, der Covid-Infekt, neuronale Netzwerke im Gehirn bestehen bleiben, obwohl die akute Situation vorbei ist. Das scheint besonders bei Menschen so zu sein, die gut lernen können, wo das Gehirn schnell verknüpft. Und das suchen die sich nicht aus, sondern das passiert einfach. Ihr neuroplastische, biopsychosoziale Erklärungsmodell, das zeigt Wirkung. Ihr seid überzeugt davon und fahren weiter mit dem? Ja, absolut. Wir hören ganz viele Rückmeldungen auch dazu von Betroffenen. Und wir sind überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr, sehr große und relevante Rolle spielt. Ja. Die Patientinnen in der Post-Covid-Sprechstunde Basel hören heute schon ganz früh, Genesung ist möglich. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass kein Schuldgefühl entsteht, wenn Genesung nicht so läuft, wie der oder die Betroffene sich das vorstellt. Nicht, ich mach's nicht gut genug, es gelingt mir nicht, sondern dass man diesen Grad zusammengeht und aushält. Man kann Genesung nicht erzwingen. Und grundsätzlich ist auch jeder Genesungsweg unterschiedlich, weil auch die Voraussetzungen von allen unterschiedlich sind. Es gibt Patientinnen, die aus einem sehr gesunden Zustand raus auch Covid und dann Post-Covid-Beschwerden entwickeln. Ein Großteil der Patientinnen aber, die haben vorher sozusagen schon signifikante Belastungen in ihrem Leben. Und das ist schwieriger dann. Da braucht es noch eine spezifischere Unterstützung, die wir eben versuchen, in diesem multidisziplinären, interprofessionellen Team auch aufzufangen. Und nicht jeder kriegt das Gleiche dann. Therapien sind individuell ausgestaltet. Aber bei allen gehen es in einem ersten Schritt darum, die Sicherheit und das Vertrauen zu stärken.
da gehören die differentialdiagnostischen Abklärungen mit rein. Dass man sich sicher sein kann, dass nicht etwas übersehen worden ist. Dass man Vertrauen fassen kann, dass der Körper an sich nicht kaputt ist. Auch wichtig ist eine stabile Beziehung zwischen den Fachpersonen und den PatientInnen. Und auf dieser Grundlage findet dann Therapie statt. Die beinhaltet in Basel ziemlich die gleichen Punkte, wie wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Als erstes auch Education, also zu informieren, wie das neuroplastische Symptome entstehen. Und dann geht es das Uminterpretieren der Symptome. Für die akuten Symptome empfiehlt auch der Rainer Schäfert Somatic Tracking. Also die Symptome neugierig und ergebnisoffen zu beobachten. Und dann geht es weiter stärker ins Tun. Da gibt es häufig Vermeidungsverhalten oder Schonverhalten, das sich eingespielt hat, eigentlich weil ich mich schützen will, eigentlich weil ich gut für mich sorgen will, aber das kann meine Beschwerden verstärken. Und wenn ich das verstanden habe, muss ich anfangen, dieses Vermeidungsverhalten, dieses Schonverhalten abzubauen. Seit Anfang Jahr bietet sie ihren PatientInnen eine Gruppentherapie an, wo sie da alle gemeinsam machen. Es geht darum, sich schrittweise beizubringen, dass die Symptome nicht gefährlich sind. Schritt für Schritt Sachen wieder zu machen und dabei am Gehirn zu vermitteln, du bist in Sicherheit, du kannst vertrauen. Neue Handlungen, was anderes zu tun, das ist die am stärksten veränderungswirksame Information, die ich meinem Hirn geben kann. Wenn ich wirklich was Neues tue, dann fängt das Hirn an umzudenken. Seit knapp 2 Jahren beschäftigen sie sich am Unispital Basel mit Neuroplastizität und Predictive Processing. Ihnen sei mit der Zeit immer klarer geworden, was die für eine wichtige Rolle spielen für Long-Covid-Symptome. Und auch, wie viel Forschung das es eigentlich schon dazu gäbe. Immer mehr sind die Erkenntnisse in die Sprechstunden und Therapie eingeflossen. Heute verstehen und behandeln Katrin Bopp, der Rainer Schäfert und ihr Team Long-Covid als neuroplastischen Symptomkomplex. Damit leistet sie Pionierarbeit in der Schweiz. Es ist bis jetzt noch eher eine kleine Gruppe von Menschen, die mit dem Ansatz jetzt unterwegs sind. Wir hören aber von unterschiedlichen Seiten, dass man da drauf kommt, dass diese Erkenntnisse sozusagen sich verbreiten. Neben Basel wissen wir vom Kantonsspital Luzern, dass sie die neurobiologische Erkenntnisse ins Therapiekonzept integriert haben. Lara Diem, die Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde, schreibt auf Anfrage, ihr sei der neuroplastische Ansatz gut bekannt und sie beurteile die Behandlungsmethode als wissenschaftlich plausibel. Brain Retraining, also das Uminterpretieren von Symptomen, sei ein Baustein von ihrer Therapie. Andere Spitäler haben schon davon gehört, finden es interessant und sehen darin einen möglichen Lösungsweg. Sie haben aber nicht die Ressourcen, um seriös damit zu arbeiten. So zum Beispiel habe ich es von der Iris Katharina Penner vom Inselspital Bern gehört. Sie ist in der ersten Folge vom Podcast vorgekommen. Wir haben einfach kein Personal, was momentan dafür abgestellt werden könnte, um das mit den Patienten zu machen. Aber wenn ich mehr Personal hätte, würde ich das sicherlich machen. Wieder andere Spitäler wollten nicht Stellung nehmen. Es ist momentan ein Zufall, ob man auf einen Arzt oder eine Ärztin trifft, die die Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Schmerztherapie in die Behandlung integriert. Da ist auch der Katrin Bopp klar, der Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde am Unispital zu Basel. Uns ist bewusst, dass es immer noch sehr unterschiedliche Ansätze gibt, was es auch für die Betroffenen sehr, sehr schwierig macht, wenn manche Ärzte immer noch von einer schweren, unheilbaren Erkrankung sprechen und andere mit einem anderen Konzept kommen. Und ich glaube, im Moment kann man da nur drauf schauen, ohne das zu bewerten. Wir können anbieten, was wir wissen und können, und wir können das gut fundiert erklären. Es ist aber tatsächlich so, dass die Landschaft da nicht einheitlich ist. Wie lässt sich das erklären? Wieso verbreitet sich der Ansatz, wo ja bei ganz vielen zu funktionieren scheint, nur zögerlich? Wieso stößt er im Gegenteil teilweise so auf starken Widerstand? Wieso lässt man denen, die genesen sind, nicht mehr zu? Diese Frage haben mich während der gesamten Recherche beschäftigt. Und ich habe sie auch x verschiedenen InterviewpartnerInnen gestellt. Okay, so now we're coming to that question. Why are these neuroscientific approaches Forschung zu chronischem Schmerz nicht angekommen sind? Noch nicht. Warum ist das so? Wie sieht es da aus in der Schweiz? Why isn't it mainstream yet? It's like an onion, you have to peel it a little bit. Diese Stimme kennst du noch nicht. Das ist Monica Greco. Sie ist Professorin für Soziologie an der University of Bath in England. Ihre Forschung bewegt sich an der Schnittstelle von Soziologie, Geschichte und Philosophie mit einem Schwerpunkt auf psychosomatischer Medizin.
Ihre Antwort auf meine Frage. So the most immediate answer to that question could be that there is lack of education and training in medical schools around this. Dass das Wissen schlicht zu wenig im Medizinstudium thematisiert wird. Where physical medicine and psychiatry are very separate, these conditions really fall in a no man's land. Weil physische und psychische Gesundheit häufig getrennt angeschaut werden, keine die Erkenntnis zwischen Stuhl und Bank. Ich frage mich so ein bisschen, was haben wir eigentlich gelernt? Weil ich habe nie mit diesem Filter hergelassen, wie es jetzt wird. Die Radsportlerin Marlene Reusser, die in Bern Medizin studiert hat. Es ist schon immer klar unterschieden worden zwischen so rein physischen Krankheiten und eben solchen, die eigentlich dann wie im Geist entspringen und auf die physische Auswirkung haben. Würde ich mal, vielleicht werde ich korrigiert von Leuten, ich bin sehr offen, aber ich würde das mal grundsätzlich so unterscheiden. Und diese Unterscheidung, die würde ich eigentlich heute nicht mehr unterschreiben. Neue Ideen brauchen immer Zeit, bis sie die Ausbildung der ÄrztInnen durchsickern. Und das Wissen um neuroplastische Entstehen von Symptomen, das ist neu in der Zeitrechnung der Medizin. Silje Endresen-Rehme hat in der letzten Folge von 5 Jahren geredet, seit der Paradigmenwechsel passiert ist, dass man nicht mehr von Symptomlinderung redet, sondern immer mehr von Genesung. Auch die Schmerztherapeutin Antje Kallweit erwähnt die noch junge Entwicklung. Erst 2017, also vor 9 Jahren, hat die Internationale Vereinigung für Schmerzforschung IASP eine neue Schmerzkategorie eingeführt. Nociplastische Schmerzen. Also so jung ist das. Das ist in der Medizin ist gar nichts. Vom ersten Begriff und Auftauchen in den offiziellen Leitlinien. Es ist kein Wunder, dass das in vielen Köpfen noch 0,0 drin ist. Noziplastisch meint praktisch das Gleiche wie neuroplastisch. Es ist ein bisschen verwirrlich mit all diesen Begriffen. Mind Body, neuroplastisch und jetzt auch noch noziplastisch. Das ist eben dem geschuldet, dass das Wissen noch nicht so etabliert ist. Und dann gibt es ja auch noch die Begriffe psychosomatisch und funktionelle Störung. Die gibt es schon länger und beschreiben körperliche Symptome ohne strukturellen Schaden. Sie sind aber weit gefasst und werden teils missverstanden. Heute ist man einen Schritt weiter und kann es aufgrund der neurobiologischen Erkenntnis präziser beschreiben. Mit dem Begriff neuroplastisch oder noziplastisch. Und das Entscheidende, es gibt konkrete Therapien, die auf das neue Wissen aufbauen. Mit der Perspektive, dass Genesung möglich ist. Aber jetzt fertig mit dem Namensexkurs. Eigentlich sind wir ja bei der Frage, wieso sich das Wissen um neuroplastische oder eben noziplastische Symptome nur zögerlich verbreitet. Eine Antwort ist, dass es noch nicht so viele Studien dazu gibt. Und MedizinerInnen haben aus sehr guten Gründen gern viele Studien. Es gibt noch nicht so viel, weil das Wissen eben noch relativ neu ist. Das ist ein Grund. Ein weiterer, noch fast wichtigerer, ist das komplexe Krankheitsbild von Long-Covid und ME/CFS. Die Wirksamkeit von einer Pille lässt sich einfacher testen als die Wirksamkeit von einer Therapiekombi, angepasst auf individuelle Symptome und im individuellen Lebenskontext von einer Person. Das Design von medizinischen Studien ist grundsätzlich besser geeignet für klar messbare körperliche Probleme, wo es eine einzelne Intervention dafür gibt, eben zum Beispiel ein Medikament. Und dann ist es auch noch eine Frage von der Verteilung von Forschungsgeldern. Iris Katharina Penner vom Inselspital Bern. Da muss man eben auch sagen, dass behaviorale Forschung, also wenn es jetzt nicht um Zellforschung geht, sondern um Verhalten oder eher um diese unsichtbaren Symptome, dass dafür viel, viel weniger Forschungsgelder gesprochen werden, auch vom SNF und von anderen Institutionen. Und das finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt. Und all das bringt uns zum allgemeinen Krankheitsverständnis, das wir als Gesellschaft haben. The dominant paradigm, if you like, the dominant set of assumptions are still biomedical. Wir sind wieder zurück bei den Erklärungen von der Professorin Monika Greco. Das dominante Paradigma sei immer noch biomedizinisch. Das heisst, Krankheiten, die man messen und lokalisieren kann, werden kulturell höher gewertet, sind sozial anerkannter. Ein Herzinfarkt oder ein Beinbruch zum Beispiel. Dort heisst es, aha, du hast das Bein gebrochen, logisch kannst du nicht arbeiten. Krankheiten, die weniger fassbar sind, die man nicht messen kann, wo man keinen Gips am Bein trägt, die werden weniger ernst genommen. Dort heisst es eher mal, also kannst du nicht oder willst du nicht. Und diese Vorstellungen sind in all unseren Köpfen. Die Marlene Reusser. Schlussendlich sind Patienten wie ich das Problem. Hätte ihr ein Arzt oder eine Ärztin früher noch gesagt, deine Symptome sind erlernt und du kannst sie wegbringen, indem du das Gehirn umprogrammierst,
hätte ich gesagt, ja, ich bin krank, hilf mir gescheiter. So, dann fühlt sich niemand ernst genommen. Ich glaube, wenn wir unsere Kultur bringen können, unser Verständnis, dass das genauso echt ist und genauso da und real, egal was halt die Ursache ist oder wo das Huhn und Ei ist. Aber wenn man sich nicht kleiner fühlt wegen dem, warum braucht man immer das gebrochene Bein? Nicht alle Krankheiten werden gleich bewertet. Hat man keine messbare Ursache für seine Symptome, ist man nicht wirklich krank. Ist man irgendwie auch ein bisschen selber die Schuld. Man wird stigmatisiert. Die Monika Greco. That the moral burden, the stigma associated with them and so on, is almost as bad as the symptoms themselves. And certainly, if we go along with the brain-based explanations, we have to assume that that stigma and so on feeds into the processes that aggravate the symptoms. Und Stigmatisierung macht die Symptome nur noch schlimmer. Bei der Ärztin, im Kontakt mit der IV oder auch dem Arbeitgeber müssen Patientinnen häufig beweisen, dass sie wirklich krank sind. Und wirklich krank ist kulturell eben eher etwas körperlich Sichtbares. There's some wonderful research by some Nordic anthropologists on this who have studied interactions in clinics and have studied also the way in which patients talk about their symptoms when they're outside the clinic. Studien zeigen, dass PatientInnen im medizinischen Kontext die rein körperlichen Aspekte von ihrer Krankheit betonen. In der Hoffnung, man nehme sie so ernster. Because they think that's the only way they will be taken seriously by the doctor. When they go home, they might talk to the rest of their family using very different vocabulary. Die Hai redet es dann ganz anders drüber. Die Monika Greco zitiert eine treffende Aussage von Martin Hadler, ein englischer Rheumatologe. If you have to prove you are ill, you can't get well. It's because all your energies are going into demonstrating your illness and indulging in your illness and staying in your illness rather than going into getting better. Wenn du beweisen musst, dass du krank bist, kannst du nicht gesund werden. Alle Energie konzentriert sich aufs Kranksein statt aufs Gesundwerden. Die Stigmatisierung von Symptomen, die nicht eine strukturelle Ursache haben, die sind fest in unseren Köpfen drin. Ich würde mir wünschen, dass in unserer Kultur das möglichst schnell Eingang hat, dass das nicht schlechter ist, sondern anders. Und darum nimmt der Arzt vorschlägt, die und die Therapie zu machen. Und man auch nicht denkt, ja, der nimmt mich nicht ernst oder die nimmt mich nicht ernst und das hilft mir und so. Die Vorstellungen davon, was als krank gilt und was nicht, können dazu führen, dass nur rein strukturelle Erklärungen zählen und alles andere abgewertet wird. Besonders stark sichtbar ist auch auf Social Media. Zum Beispiel auf dem Instagram-Profil von Marlene Reusser. Sie hat auf ihr Video, das wir in der 3. Folge reingelassen haben, sehr viele abwertende Kommentare bekommen. Von Leuten, die sagen, ja, ich habe gar kein Long-Covid gehabt oder ich könnte es nicht wissen. Und es sind einfach lauter so Sachen und teilweise auch ein bisschen, ja, wirklich nicht so toll. Die Privatnachrichten andererseits waren sehr positiv, wie sie auch schon erwähnt hat. Und auch jetzt noch, es ist ein Jahr vergangen, schreiben Leute, sie haben das dann wegen dem auch angefangen zu machen und sie sind jetzt auch geheilt und es geht besser. Und das schreiben mir sehr viele Leute, aber das kommt immer als Privatnachricht. Und dann denke ich, dort ist schon ein Bias da. Auch ich habe mit Menschen geredet, die genesen sind, die gerne ihre Erfahrungen mit anderen geteilt hätten, zum Mut zu machen und einen möglichen Weg aufzuzeigen. Sie haben es aber nicht gemacht, weil sie sich nicht getraut haben, etwas zu posten. Zum Beispiel in der Facebook-Gruppe vom Verein Long Covid Schweiz. Sie haben die berechtigte Angst gehabt, dass ihnen Krankheit und auch der Genesungsweg abgesprochen wird. Oder sogar, dass sie als VerräterInnen angestellt werden. Auch mich hat der harsche Umgangston in dieser Debatte während der Produktion von dem Podcast immer mal wieder beschäftigt. Und es hat Momente gegeben, wo ich wirklich gedacht habe, komm, ich schmeiße es her. Und ich habe mich dann so gefragt, was ist das Problem, wenn der Ansatz auch nur einer einzigen Person helfen kann zusätzlich, dann wäre es für mich schon legitim, das zu erzählen. Und das habe ich sehr schade gefunden und wirklich teilweise Kommentare auch ein bisschen unter der Gürtellinie oder sehr unüberlegt. Leute, die sich öffentlich äußern, wie Marlene Reusser, werden zu einer Projektionsfläche. Für all den Frust und die Wut über die fehlende Anerkennung, die mangelnde Versorgung, uneinheitliche Informationen und die eigene Verzweiflung. Der Paul Garner, den wir in der 2. Folge gehört haben, hat erzählt, er hätte sogar Morddrohungen bekommen. Und die Empörung von einem Teil der betroffenen Community, die wird dann wieder aufgenommen von Medien und auch der Medizin als Stimme von Betroffenen. Die Marlene Reusser ist sich sicher, das Wissen über das neuroplastische Entstehen von Symptomen wird in ein paar Jahren voll in der Praxis angekommen sein.
Es ist eigentlich unfassbar. Mittlerweile kann ich nur den Kopf schütteln bei uns. Es ist einfach eine Lücke, da ist etwas, wo man noch nicht hat begriffen, wie wichtig es ist, wo man komplett ignoriert oft noch. Die Monika Greco sieht den Wandel schon am passieren. The cultural shift, we're beginning to see it happening. 20 years ago, we couldn't have had this conversation. Vor 20 Jahren hätten wir nicht so über das Thema reden können. Sie beobachten, dass wir als Gesellschaft dran sind, ein Vokabular zu entwickeln rund um die neurobiologischen Erklärungen und dysregulierte Nervensystem. Das Thema werde immer sichtbarer. Für mich gehört dort auch die Gründung von Mind Body Schweiz dazu. Ein Verein zur Behandlung von neuroplastischen Symptomen. Ihre allererste Versammlung war an einem sonnigen Freitagnachmittag Anfang März, 2 Tage bevor wir den Podcast released haben. Und ich war dabei. Ja, ich begrüße euch alle herzlich. Es ist mega cool, sind ihr da. In der Länggasse in Bern haben sich 4 Menschen getroffen, darunter Daniela Knupp, die die Idee zu der Gründung von dem Verein hatte. Daniela studiert Gesundheitswissenschaften. Und bin vor 2,5 Jahren selber an Long-Covid erkrankt. Bin dann irgendwie auf den Ansatz gestoßen, auf den Mind-Body-Ansatz. Und durch das gesund geworden, habe ich meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben und mich mit Leuten vernetzt. Und durch das ist die Idee entstanden, mit Alexandra den Verein zu gründen. Die Alexandra Burkri ist seit 25 Jahren Kraniosakraltherapeutin und ausgebildete Pain-Reprocessing-Therapeutin. Sie hat mit dem neuroplastischen Ansatz ihre eigenen Migränebeschwerden fast vollständig heilen. Ich habe im deutschsprachigen Raum nach Therapeutinnen, Ärztinnen gesucht, die mit diesem Ansatz arbeiten. Und es gibt bis jetzt noch sehr wenig. Und aufgrund von dem habe ich dann versucht, die es gibt, zusammenzubringen. Zusammen mit anderen Betroffenen und TherapeutInnen haben Daniela und Alexandra den Verein ins Leben gerufen. Das Ziel des Vereins ist der Aufbau einer Webseite mit gesammelten Informationen auf Deutsch. Außerdem wollen sie TherapeutInnen und Betroffene vernetzen. Und für das haben sie auch schon konkrete Ideen, nämlich einen Peer Support. Dass Leute vielleicht Fragen stellen können, wie das Leute, die genesen sind, gemacht haben, ob sie Tipps geben können. Eine andere Idee ist vielleicht auch Gruppenmeetings, irgendwie einmal im Monat ein Gruppenmeeting anzubieten, wo sich auch Betroffene austauschen können, vielleicht mehr ihre Erfahrung teilen, dass man merkt, es geht allen gleich, alle haben Rückschläge, alle haben mal Zweifel und es ist kein linearer Prozess. Wir wissen alle, dass soziale Kontakte mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die gleiche Symptome haben, aber auch gleiches Wissen, grosse Chancen drin liegt. Also, dass in dem Heilung auch liegt und Genesung möglich ist. Auch die Hoffnung auf eine mögliche Genesung könne an sich schon zur Verbesserung der Symptome beitragen, wie sie auch selber erlebt haben. Es gäbe nichts Schlimmeres, als keine Hoffnung mehr zu haben. Bis der Verein die erwähnte Webseite und den Peer Support aufgebaut hat, wird es noch ein bisschen dauern. Sie machen das alles ehrenamtlich und nebenberuflich. Eine Domain und eine E-Mail-Adresse haben sie aber schon. Die haben wir in den Shownotes verlinkt. Es sind Betroffene, ihre Angehörigen und engagierte Fachpersonen wie am Unispital Basel, die allen Widerständen zum Trotz die Sache vorantreiben. Zu so Engagements gehören auch die Webseiten chronischbesser.ch von der Serena und neurocheckpot.com von Adrian und der Samira. Schweizer Webseiten, die das Wissen für chronische Schmerzen schon seit dem 21. respektive dem 22. vermittelt. Und quasi mit dem Release von unserem Podcast ist eine weitere Webseite spezifisch für Long-Covid ins Leben gerufen worden. cfs-hilfe.ch vom Cedric. Wandel passiert, aber er braucht Zeit. Betroffene aber brauchen jetzt eine Perspektive und Unterstützung. Darum die Webseite und auch der Podcast, wo du am Hören bist. There are ferments of counterculture happening in between spaces, not necessarily in the official spaces. Hoffnung entstände in den Zwischenräumen. In the interstices, in the vernacular, in the places where people self-organize and do things for themselves. And that's where the hope is. An den Orten, wo sich Menschen selber organisieren. Dort, wo sie die Sachen selber in die Hand nehmen. Dort ist Hoffnung. That's how the light gets in. You can add up the parts, you won't have the sum.
and strike up the march. There is no drum. So Long Cohen. Die 5. Folge vom Podcast So Long Covid. Und die nächste Folge ist das grosse Finale dieser Podcast-Serie. Die kommt dann in 2 Wochen. Der Jan und ich gehen auf Geiss, zurück zu dem Ort, wo er vor 2 Jahren schwerkrank eingeliefert worden ist. Krass, oder? Ja, ist auch noch. Als du angekommen bist, haben wir einfach dort rauffahren und nachher den Rollstuhl holen. Ja, kann man sich schon nicht mehr vorstellen. Wir hören, wie der neuroplastische Ansatz das Leben von Jan, der Jasna, der Marlene und der Patricia über Long-Covid aus verbessert hat. Seit Jahren habe ich auch chronische Nackenschmerzen gelitten. Und mit den gleichen Techniken konnte ich eigentlich genau die Symptome bekämpfen und verlieren. Zu merken, dort innen entstehen für mich wirklich Möglichkeiten für Genesung und wieder ins Leben zurückzukommen. Das war ja dann so. Ein wahnsinniges Gefühl. Ich wirklich in dieser Woche ich so mir selber gewesen. Ich war endlich wieder die fröhliche Person gewesen. Ja, und jetzt gehen wir wieder, ich weiss auch nicht, in die Tage schwimmen. Und wir fragen, was braucht es jetzt? Was muss sich verändern? Und was bedeutet das neue Wissen für die Medizin? And it points to a revolution, a small, quiet revolution in medicine that's brewing little by little, bubbling up little by little. And there's no doubt in my mind that this will happen. This will become mainstream. Whether it happens in my lifetime or not, I don't know, but it will happen. Die letzten Worte von dieser Folge von Howard Schubiner. So Long Covid ist eine unabhängige Podcast-Serie von Jan Zosso und mir, Zita Bauer. Wenn dir der Podcast gefällt und du das Thema wichtig findest, freuen wir uns mega, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und eine Bewertung im App hilft uns, dass wir von anderen gefunden werden. Wir haben einen Ausschnitt aus Anthem von Leonard Cohen gehört. Die restliche Musik ist komponiert von Janosch Meinzen und Moritz Widrig. Mastering, Mix und Sounddesign Christina Baron. Dramaturgische Beratung Franziska Engelhardt. Redaktionelle Mitarbeit Stella Bollinger. Sprachregie Irene Müller. Aufnahmestudio Radio Rabe, Host und Schnitt Zita Bauer, Produktion, Konzept und Redaktion Jan Zosso und Zita Bauer. Alle Infos über den Podcast findest du auf solongcovid.ch.